Willkommen zurück zu Lunar. Und ja, ich habe mal nachgecheckt, wie es im Knacken ist und im Rauschen war. Ihr konntet das Rauschen sozusagen hören, wenn ich gesprochen habe, weil meine Kopfhörer so laut waren, dass es ein bisschen mit aufgenommen wurde. Aber das war nicht so wirklich schlimm. Wirklich hören tut es nicht. Das Knacken ist anscheinend auch hauptsächlich bei mir. Also ich weiß nicht, ob es an der externen Soundkarte liegt oder an dem Headset. Ich hoffe, dass ich das durch neues Umstecken und so weiter ein bisschen fixen konnte, für mich hauptsächlich, weil muss ja nicht sein. Aber lassen wir das, wir machen weiter. Es geht los auf große Reise, wir müssen, glaube ich, nur noch ihn abholen hier. Hey Alex, I was starting to worry about you. I hope the fog clears soon, huh? No, was right. Lunar's coming along after all. Of course, Ramos. Someone has to keep you all out of trouble. That's no fun. Alright, go towards. Here we come. Next stop, the port town of Saith. Formation gespeichert, sehr gut. Ich kaufe jetzt mal kein Equipment mehr. Ich hoffe einfach mal, es reicht. Und wenn nicht, dann kann ich immer noch zurücklaufen. Weil ich kann mir vorstellen, dass in der Port Town of Saith vielleicht schon neue Sachen zu kaufen sind. Mal gucken. Ja, wir müssen hier nur durch den Wald kommen, oder? Wie schlimm kann das schon sein? Hehe. Ja, sagte er und 5 Minuten später Game Over. It's worse than yesterday, Alex. There's no way we can stumble through this stuff. We can't keep giving up and going home, Ramos. We have to figure something out. Don't get upset now. There's something I'd like to try. What do you mean, Luna? What can you do? What? Oh. What? The fog just cleared up. Your voice, Luna. It's like magic. Luna? I don't know how I did that, Alex. I don't even understand how I knew I could. I just felt in my heart and then my voice took over. But how? Luna? Come on, guys. Now that the fog is gone, we can get to Saith in no time. Wie es Saith oder Saith ist, keine Ahnung. Das ist alles falsch ausgesprochen von mir, also müssen wir mit leben, denke ich mal. Okay, ein Heilkraut, ein Gegengift. Es geht, glaube ich, nach Norden und hier nach Westen. Hier sind neue Kreaturen auf jeden Fall. Der Weg da rechts könnte der Nordweg sein, wenn sie das ein bisschen komisch machen. Aber ich gehe mal erstmal nach Norden. Nachher ist da irgendwie nur eine Truhe oder so. Ist ja vorstellbar. Ne? Ah, es ist derselbe Ort, okay. Und das Vieh greift nicht direkt an. Alles klar. Poison. Das ist übel. Bei der Kombination, ja. Ich schätze mal, das vergiftet so wie immer, weil es nichts anderes tut.
kann man von Glück sprechen, dass sie dieselbe Figur nochmal vergiften. Statt die Gift noch aufzuteilen. Die nehmen auch sehr wenig Damage, die Gegner. Habe ich das Schwert ausgerüstet oder nur gekauft? Mal eben gucken. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man Leute von Schadenseffekten heilt, dann werden sie gleich wieder verzaubert. Killt das mal bitte was. Macht so keinen Sinn. Die so ernsthaft ihr Auge aus dem Mund nach oben transferieren können. Das ist ein bisschen abartig. Nicht sterben jetzt bitte. Ich heil mal lieber. Okay. Okay. Wird das komische Drachenkatzenvieh das immer machen? Also Statuseffekte nach dem Kampf heilen, oder ist das zufällig? Weil das ist natürlich sehr praktisch jetzt. So, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich das Schwert überhaupt ausgerüstet oder habe ich es nur gekauft? Das ist ja so typisch für mich. Ne, ich habe es ausgerüstet. Die sind echt zu stark, die Gegner, ganz ehrlich. Das ist böse, die sind echt böse stark. Ja, vielleicht hätte ich doch mehr kaufen sollen. Um einfach das Bestmögliche zu haben oder so. Ich versuche jetzt mal weiter. Aber diese Gorgonen sind echt übel. Ich dachte jetzt, die Pflanzentypen wären die tankigeren, aber das war auf jeden Fall nicht der Fall. Das ist halt ein Schatztruhe. Muscle Boy. Oh. Und Goblins. Dreckige Goblins. Na komm. Auch rein. Das füllt die Mana schon mal wieder auf, das ist gut. Ich glaube wirklich, dass die Gorgonen für das einzig wirklich krass gefährliche sogar sein könnten hier. Ja. Es ist sehr schön, dass Ultis wirklich nur die gelbe Leiste lernen und nicht MP kosten. Sehr angenehm. Kein Problem. Das sind wirklich nur die Gorgonen. Dann weiß ich dahingehend schon mal Bescheid, dass ich nur bei den Gorgonen echt vorsichtig sein muss, weil die echt reinhauen können. Weil die nicht nur irgendwie tankiger sind, sondern auch wesentlich gefährlicher sind mit dem Gift, was sie versprühen. Ich in Frieden. Gut, da können wir noch nach oben, oder? Links war jetzt kein Weg, glaube ich.
Nur die Schätze. Oh Gott. What are you? Stay back. Get away from us. There are too many of them. Alex, let's run for it. Oh Gott. We are surrounded. Alex, I'm too young and promising to die. What have we here? Looks like we've got a bit of trouble. Who are you? Where did you come from? Who, me? Well... perhaps it isn't the best time for introduction. Do you kids want some help, or can you handle these critters by yourselves? Hätte ich mein Ulti jetzt voll, würde ich sagen, wir machen die alleine. Aber ein bisschen helfen wäre ganz nett. Well then, let's have a crack at these thugs. Supper's coming and I need to work up on the appetite. Okay. Oh, Level 99. What the fuck? Alter, das ist aber extrem stark. Ich meine, klar, ich habe erwartet, dass er stärker sein würde, aber nicht Level 99. Ist auffällig, dass er so stark ist. Das Dumme ist, dass die gefährlichen Gegner da vorne, die stehen sehr nah an ihr dran, ne? Ich schätze mal, er wird die Gorgonen one-hitten. Das heißt, wir greifen die Goblins an, damit er die Gorgonen killen kann. Und wir machen erstmal nach rechts frei, damit sie safe ist. Und du wirst die erst so eine blocken, bitte. Ach so, ja gut, ja, 2 Angriffe, alles klar. Okay. Okay, die wollte all zu ihm, anscheinend. Und ein Crit ist es heftig, ja. Ich überlege gerade, ob was sein kann, aber kann das sein? Er hat auch diese Selbstheilung, ne? Ich sollte mir seine Skills gleich mal angucken, glaube ich. Das könnte sinnvoll sein. Er hat keine Skills. Okay. Auch irgendwie verdächtig. Hm. Alter Schwede, okay. Das ist gelaufen. Der Kampf war sehr vereinfacht dadurch, dass die Gegner auch alle so programmiert waren, nur auf ihn loszugehen. Ich habe eine Vermutung, dass das jemand sein könnte, den wir schon gesehen haben, aber ich bin mir nicht sicher. Weil eigentlich sollte der ja gar nicht mehr da sein, oder? Aber die Tatsache, dass er Level 99 ist, finde ich sehr krass. Slumber Song. Die erste etwas offensivere Zauberoffensiv-Möglichkeit. We did it! Who are you, mister? Or should I ask, what are you?俺の名はレイク・ボガード。見ての通り、さすらいの風来坊だ。ところでお前たち、こんな物騒なところで何をしていたんだ？迷子か？遠足か？何？冒険だって？うわははははは
What's so funny? The four of you are on an adventure? That's the best line I've heard in some time. Tell you what, I'll whip up a nice fire and some grub, and you can tell me all about it. Don't worry, kids. The smoke from the herbs I'm burning will keep the monsters at bay. You're smarter than you look, mister. I'm impressed. Thank you, I think. But I'm not smart. When you travel as much as I do, you just learn things along the way. Come on, kids. It's chilly. Let's get closer to the fire. I just realized I haven't even asked your name yet. You can call me Lake. Okay, wir kennen ja mit dem Namen, aber okay. Vielleicht ist es wirklich ein ganz anderer Charakter, aber... I'm Alex. This is my friend Ramus. Hello. I'm Now. And I'm Lunar. We're traveling from the village of Burke. Thank you for helping us defeat the monsters, like... You're quite kind. What's that? Lunar of Burke and Alex? Is something wrong, Lake? Oh, it's nothing really. I just happened to remember that Dragon Master Dine, one of the legendary 4 heroes, was from there as well, that's all. Ja, du bist nicht Dragon Master Dine. Vielleicht ist es wirklich nicht. Aber ich finde es halt... Ich meine, klar kann man jemandem begegnen, der sehr stark ist, aber Level 99? Finde ich schon echt krass. Yes, Dragon Master Dine is our hero. Well, he's my hero. I've dreamt of growing up to be just like him. So, you're going to be a Dragon Master, huh? I'd like to. Well, there's nothing better than having big dreams, am I right? But for all those big dreams to become a reality, you'll need to eat well and get plenty of rest. Those are what I do best. I'm sure you're right, Nell. Alright then. Get yourselves cleaned up and hit the sack. You've got an early day ahead of you. Das könnte auch einer der anderen Leute sein, die dem damals geholfen haben, die wir nicht gesehen haben. Es wurden ja einige Namen gedroppt. Seiner jetzt nicht, aber wer weiß nicht, wie viele Leute damals aus dem Abenteuer schon dabei waren. Was spräche viel dafür, dass er es sein könnte. Klar, dass sich verändert und so weiter. Sind auch viele Jahre vergangen, aber I see, an adventure, is it? Wer weiß. What the... Ike is gone. I wonder if he really took off. He was definitely one strange cookie. Even so, anyone who laughs at my jokes is a good man. I hope we meet again. I feel the same way. He sure was a great swordsman. In comparison, you've got a long way to go, Alex. If you don't polish those skills, then who's going to protect me? She has a point, Alex. We can't count on people to bail us out of trouble if... Oh, never mind, let's go. We should be almost out of these woods. Once we're out, we need to follow the coastline south. We should find ourselves at the port town of Saith. And it's off on our first glorious step towards Meribia. Okay, auf jeden Fall ein interessanter Charakter, wer auch immer das gewesen sein mag. Den haben wir sicherlich nicht das letzte Mal gesehen. Irgendwas versteckt hier? Nein. Ist hier schon der Ausgang oder kommt noch ein Screen? Scheint schon der Ausgang zu sein. Ne, hier kommt noch ein Screen. Mit Schatztruhen und Goblins. Ich schätze mal, die rote geht wieder nicht auf. Goblin. Warte mal. Das trifft alle? Okay. Cool. Schäfchen.
ich immer erst alle die killen, die nicht schlafen. 48? Alter Schwede. Das war nicht mal ein Crit, oder? Was? Noch ein Gegengift. Oh, it's locked. I wonder what's inside. Now I'm really curious. Also entweder bekommen wir mal so einen Key, mit dem wir alles öffnen können. Oder es gibt einen Charakter, der die öffnen kann. Schätze ich jetzt einfach mal so. So, so eine Gorgone mit. Mal gucken, wie stark die mittlerweile sind. Aha. Also Poison Fang ist wahrscheinlich einfach Schaden plus eine Chance zu vergiften. Während Puke anscheinend eine sehr hohe Chance oder Garantie ist zu vergiften, dafür aber keinen Schaden macht. Aber ich würde sagen, wir kommen gegen alle Gegner gut an mittlerweile hier. Natürlich auch dank des gewaltigen Erfahrungsschubes bei dem Kampf, wo uns Like geholfen hat. Like, keine Ahnung. Sucht's euch aus. Das war's? Das war's, okay. Oh, Old Hags Forest? Wir wollen nach Saith, ne? Okay. Okay, wir können auch in diesen ganzen Wald nicht einfach so jetzt überskippen. Das ist schon wichtig zu wissen. Okay. Wir werden wahrscheinlich noch irgendeinen Grund bekommen, in diesen Old Hag Forest zu gehen. Und ich sollte unbedingt speichern. Ich bin schon wieder viel zu wenig am Speichern. Jetzt knackt es bei mir wieder gerade ordentlich nebenbei. Ich muss nachher mal auch wieder checken, ob ihr das auch hört oder es nur bei mir ist. Welcome to the port town of Saith, a quiet town where comers and goers to Hummel Isle can rest from their weary travels. Do you smell that? The whole town reeks of fish. I'm in heaven. And you must be our little guardian angel now. My, you're such young travelers. What, you want to go to Maldivia? Normally the Orca goes there, but it isn't sailing right now. With the ship moored indefinitely, going to Saith was pure waste. What are we going to do now? Why don't we head on over to the pier of the Sailor's Lodge and see what this is all about? Ja, machen wir noch. Aber erstmal schön umgucken. Vielleicht können wir noch ein bisschen Leute um ihr harten Ruder leistern oder so. You guys traveled here from Berg? That's impossible. The Ghoto woods have been blanked in thick fog for days. No one can travel through it. The fog is gone, thanks to Lunar's song. She has a great pair of lungs. Great, now I can attend the Goddess Festival in Berg. Meribia is the biggest city on the mainland. They ship all the jewels in the world there. They have jewelers just for the rich in that great city. Jewelers? Alex, they might buy our gem at a good price. Das ist, was du möchtest. You look like adventurers. Do all of you know about the 4 heroes? Ich sag's mal, no, not really, weil ich gerne mehr Informationen bekommen würde. Then I'll give you a brief rundown of the 4 heroes. Dragon Master Dine, who hailed from the nearby village of Berg. He's, gone now. Mel, the Alkirk of Meribia, a Herculean beastman also known as Hellmel. Lemia Ossa, the leader of the magic guild in Vane. She's not young, but she's certainly beautiful.
and the great sage Galleon, premier of the city of Vane. He was Dine's best friend. Okay, there you go. Feel any more enlightened now? Ja, ein bisschen mehr Info war das ja schon. Wir kannten die natürlich alle schon vom Sehen, aber hey. Scheinbar sind alle noch da, bis auf Dime. Der jetzt weg sein soll, was immer das heißt. Wir haben ein Grab gesehen, aber bin mir nicht mehr so sicher, ganz ehrlich gesagt. Wer soll das denn sonst gewesen sein, oder? There's a young stranger about your age staying here in Saith. He claims to be a VIP of the Magic Guild. Sounds fishy to me. Why would a VIP come to Saith? I'd stay out of here if I were you. You'll never find a more wretched hive of scum and villainy, plus the beer is watered down. That makes you want to go inside even more. He's just trying to help us now, isn't he? Howdy, children. My name's Clyde. I reckon I'm the best there is when it comes to gambling. I don't much care if I'm playing a man, woman or child. As long as they have money, I'll take it. Kann ich mit dem spielen? Dann speichere ich vorher. Ich hasse Glücksspiel. Aber wir können es ja mal austesten. Okay, der will nicht mehr spielen und dann nicht, okay. My store went bankrupt, my wallet was stolen. I'm the unluckiest man in all of Saith. I'm sorry, sir. He's not talking to you, Lunar. He's talking to this beer. All the money I earned on my last voyage. Fart. Wow. Hey, what are you kids doing in here? My first new customers in hours and you're underage. I need something to bring in new patrons, I think. Anything. Gut, dass ich noch spielen. Ich meine, ich hätte es eh nicht gerne gemacht, aber gut. Okay, ich hab's versucht. Vielleicht später oder so. Weil er sagt ja extra, dass es ihm egal ist, wem er spielt. Er spielt auch mit Kindern, also auch mit uns. Ist hier auch ein Shop? Ja, bestimmt, oder? Irgendwo? Schon mal eine Statue, das ist schon mal auch nice. Komm mal her, Statue, heil mich. Ein Fischhändler hier vorne, okay, mal gucken. Saith and Berg are sister cities, although Berg is more isolated because of the mountains therein. Sister cities, huh? Don't relatives give each other food? Say, for example, fish? Now, I'm convinced you have a stomach where your brain should be. You know, you are always saying you want to be a Dragon Master, Alex. If you really make it to be like the Great Dine, then I'll be your future honey bunch of love. Good for you, Alex. It looks like your search for a bride is over. Hey, a while ago some guy with a crazy hairdo asked if I knew any girls who were good singers. I wonder if he was looking for Lunar. Welcome to the weapon shop. Weapon shop, okay, das sieht aus wie ein Fisch, also wo man Angeln kaufen würde oder sowas. Okay. What can I do for you? Schau, was du hast. Ein langes Schwert. Okay, schon mal gut, dass ich die Reiseklamotten vorhin nicht gekauft habe, die besseren, weil die kann ich jetzt eh bessere kaufen. Lederrüstung können nur die beiden Herren tragen. Ein Bogen wäre cool für sie natürlich. Interessanterweise kann er immer noch nichts hiervon tragen. Also entweder ich behalte ihm beim Messer oder ich gebe ihm auch einen Bogen. Aber dann behält einfach das Messer. Kaufen wir erstmal einen Bogen. Zweimal Leather Clauses und einmal die Leather Armor. Ich kann mir das auch leisten. Ja, komm, dann hinterher damit. Ich kann ja einfach dran denken, den ganzen alten Kram zu verkaufen. So. Light Rawhide Armor. Nein. Nee, Quatsch. Achso, ich habe eins über und eins, was ausgerüstet hat, ne? Ja. Gut.
Ich verstehe schon. Sonst würde ich ja alle Sachen da sehen, die ich auch trage, was ich nicht tue. Pleasure doing business with you. Please come again. Beastmen and humans have lived together in relative harmony for years. It wasn't always this way. I guess I never thought about it before. That's because you're the exception, Nail. Come a little closer. Oh, there. Let me get a look at you. Oh my goodness, you're an adventurous. This is the first time I've seen adventurers in forever. You remind me of the young Dragon Master. Dain became one of the 4 heroes after setting out on an adventure. On his way to Meribia long ago, Dain met up with Hellmel, who was then one of the most feared pirates on the high seas. After fighting for 7 days, the 2 men were so worn out they declared the draw. Hellmel settled down to a quiet life in Meribia, while Din... Oh, I'm getting old, and so is the story. You know it. The biggest city on the mainland is Meribia, governed by Master Mel, one of the 4 heroes, okay. The Orca frequently sails from the pier at the south end of Saith across to Meribia. Ob das Saith nennen soll oder Saith. Keine Ahnung. I finally found a job in Meribia. I can't wait to move. My parents are driving me crazy. Do you know when the Orca is set to depart from Meribia? Wenn wir das wüssten. We're about to find out ourselves, actually. Das wollen wir zumindest rausfinden, wenn möglich, ja. Okay. Ich glaube, hier bekommen wir die Information, weil der Typ da hinten rechts sieht aus wie ein wichtiger Mensch. Das sagt mir die Kapitänsmütze. Reden wir erstmal mit diesem Matrosen. You know, I've heard the Clyde, the gambler, hasn't been beaten for over 20 years. The captain said he'd do it and put up our sea chart as booty. Clyde cleaned the poor fool out, and now we can't set sail. Can you get any dumber than that? Okay. You want to board the Orca? Bound for Meribia? Sorry kids, but that's completely out of the question. No, the ship is fine. It's kind of a long and embarrassing story. Talk to the captain in the back room for all the story details. The Orca hasn't yet sailed? What's going on? I have to return. They have to close a big business deal, and if I miss it, I lose big bucks. I feel your pain, sir. Time is money. Why hasn't the Orca left for Meribia today? I don't want to wait here a second longer. I'm with you, madam. I can't wait to get out of this awful town. I didn't mean to yell. I'm just upset because I had to fight my lousy, no-good, deadbeat husband. I had to fight with... Der ist der Captain, also gehen wir erstmal hoch. Vielleicht ist eine Truhe oder sowas. Tatsächlich, aber die können wir nicht öffnen. Okay. Ahoy, mates. I'm the captain of the Orca bound for Meribia. The sea is tossing so hard that I need me sea chart to navigate it, but it seems that I have gambled it away. Ah, that's Gary Dog. He won't be so lucky next time. I'll have a rematch of Or's head, I'll tell ya. What's a sea chart? Some kind of a really yummy fish? No, silly. It's a map of the ocean. Sailors use to avoid hazards. Also der Typ, der in der Taverne war, ja? Das war ja anscheinend ein Spieler. Wahrscheinlich müssen wir mit dem quatschen. Denn der scheint die Karte zu haben, die sie brauchen. Um überhaupt lossegeln zu können. Jetzt habe ich noch mehr... Es ist nicht mehr optional. Jetzt muss ich wahrscheinlich Glücksspiel schaffen. Ich hoffe, dass es nicht ganz so nervig wird. Am besten speichern. Ich habe gar nicht so viel Geld, ne? Hoffe ich jetzt noch... Ja gut, doch, ich habe genug Geld, glaube ich, noch für den Kram. Ja, gut. So viel wird es wohl nicht kosten. Hoffe ich mal.
Howdy, children. My name's Clyde. Ja, gut, das haben wir schon mal gehört. Hä? Nein? Jetzt bin ich etwas überrascht. Do you think business would pick up if I hired the renowned singer from Burke? I bet this old man would fall off his rocker if he knew that Lunar was the renowned singer he's talking about. Watch out for Clyde, he's the best gambler I've ever seen. Geh jetzt nochmal rein, red nochmal mit Clyde, vielleicht muss ich das ja wissen. Ich weiß es ja eigentlich. Nee. Ich rede mal noch mit dem Captain, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Vielleicht muss ich einfach noch mehrfach mit Leuten sprechen, mit denen ich bereits gesprochen habe. Das haben wir schon gehabt. Zweimal möchte ich es auch nicht vorlesen. Saith's weather report. The Harbor Master predicts sunny skies and calm seas ahead. Don't forget to apply your sunscreen on those long ocean voyages. Wollte eigentlich mit ihm reden, nicht mit. A captain was fooled into losing his sea chart in a card game with an infamous gambler named Clyde. The captain is a fine sailor, but the worst poker player in history. The man's eyes twinkle with delight every time he gets 2 cards with pretty pictures on them. Now I have a port full of angry passengers, drunken sailors and a rotting cargo. Lovely. Clyde? He's gloating at the bar. Ich denke, das war der Hinweis, den wir brauchten. Wir sollten erst mit dem Captain reden, dann nochmal mit den Typen beim Tresen und jetzt wahrscheinlich mit Clyde, oder? Clyde, der Frosch. Und nochmal speichern. Habe ich jetzt gespeichert? Oder bin ich einfach rausgegangen? Ich weiß es nicht. Ja, okay, gut. Geht so schnell. So. Pardon? You want a sea shard? Gamble with me and I reckon we can talk. How about it? Kann ich sagen nein? I think I'll pass. I don't know, Alex. This guy looks pretty shifty. Don't matter to me if you gamble or not, son. But it's the only way you're gonna get that shard you want. Ich versuch's mal. Alright then, let's play for 100S. We'll start with a real easy game, son. I toss a coin, you guess heads or tails. Call it. Heads. Sorry, son, it's tails. How about another, son? Choose heads or tails. Come on, heads. Back up your luck, son. It's tails. I win again. Ich glaube, er bemerkt irgendwas, oder? Hey, Alex. Did you look at the coin he's using? I mean, really look. What do you mean, Ramus? The coin he flips isn't the same as the coin he shows us. Clyde is switching after the toss. Yeah. What? Are you sure we should accuse the best gambler in the town of cheating? Come on now. If anyone knows anything about money, it's me. Let's do it one more time. It will be fun, I promise. Okay. Your kids are back? Come on now, I don't want to win no more of your allowance. It just ain't right. We want to make things more interesting, Clyde. We want to bet this. Er legt wahrscheinlich seinen Diamant auf den Tisch jetzt, wa? Handed over Dragon Diamond. Ramus, you better be sure about what you're doing. We didn't come all the way to Saith to lose the diamond on a coin flip. Holy goddess of Athena, I reckon that's the purest rock I've ever seen. You got yourself a bet, son. I got you now, Clyde. So Ramus' plan was to beat up Clyde? Shit genius. Put that coin down, boy. Why, Clyde? So I don't notice it's the same on both sides? Clyde, you're nothing but a lying, cheating weasel.
I knew the coin was fake when I heard it hit the table. A real coin makes a deeper clink. Outsmarted by a brat. Well, it looks like my gambling days are at an end. I guess even the mighty Clyde has lost his edge. I see you, Exon. Was as fraud as your coins. Don't you know that you can't con a con man? Game over, buddy. Now hand over the sea chart. Sorry to disappoint you all, but you won't find it here. What? You said we had to gamble for it. I said you had to gamble, but I never mentioned once that I had the chart. You sneaky son of a... Look, I gave the sea shard to some old hag in the forest northwest of Saith, in exchange for this. Good fortune staff. Take it with you. Perhaps the woman will trade you back for the staff, or for something or someone else. Someone else? Okay. Also ist das kein Ausrüstungsgegenstand. Doch, kann ihn ausrüsten. Brings possible fortune. Erhöht Luck und ihre Angriffskraft. Die muss heute Nahkampf dann, ne? Aber dann könnte ich tatsächlich ihnen den Bogen geben. So machen wir das. Gut, ich würde sagen, für die Folge reicht's auch. Wir haben jetzt unsere neue Destination festgelegt bekommen. Es geht in den Old Hag Forest, so wie der hieß. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Lunar. Bye bye.